Die Türkei hat seit Anfang Jahr 9,6 Tonnen Gold verkauft, um die türkische Lira zu stützen. Was aber kaum jemand weiß, seit einem Jahr ist der Goldbestand der Türkei um 132 Tonnen angewachsen. Heute besitzt die türkische Zentralbank 706 Tonnen Gold als Reserven. Und das ist noch nicht alles. Die Türkei ist das Land, welches bereits 2019 mit über 150 Tonnen weltweit am meisten Gold importiert hatte. In der Türkei gibt es die weltbekannte Istanbuler Goldbörse. Sie gehört seit Jahren zu den größten Märkten für Goldhandel. Goldschmuck ist eines der meistverkauften Produkte der Türkei und ist damit der zweitgrößte Goldexporteur der Welt. In der Türkei gibt es neben den zahlreichen Goldhändlern auch über 300 Bankomaten, bei denen Goldmünzen zu 1 Gramm und 1,5 Gramm bezogen werden können. Banken bieten Konten für physisches Gold an, sowie Goldeinlagen und ähnliche Produkte. Wenn es etwas gibt, das Menschen in der Türkei ein Leben lang begleitet, dann ist es Gold. Zur Geburt schenken Freunde und Verwandte dem neugeborenen Baby gern Goldmünzen oder Goldschmuck. Ebenso für Geburtstage und Hochzeiten ist das Edelmetall ein gern gewähltes Geschenk. Schätzungen zufolge lagern über 5000 Tonnen Gold in türkischen Haushalten. Auch Goldminen in der Türkei haben seit 2002 immer mehr Gold aus dem Boden gefördert. Erst letzten Herbst wurden wieder 3,5 Millionen Unzen Gold entdeckt. Das entspricht rund 100 Tonnen Gold, die noch darauf warten, abgebaut zu werden. Insgesamt vermutet man, dass über 6500 Tonnen Gold noch im türkischen Boden ruhen. In einer Zeit, wo die Türkei sich das Ziel gesetzt hat, bis 2023 zu den 10 größten Wirtschaften der Welt zu gehören, könnte sie das Ziel dank dem Gold in der Tat erreichen. Denn mit ihren niedrigen Staatsschulden kann sich die Türkei vom Dollar leichter lösen und in den geplanten Goldstandard mit einer digitalen Währung einsteigen. So könnte sich die Türkei über Nacht zu den 10 stärksten Währungsnationen zählen. Der Goldstandard ist die Absicht, die eigene Währung an den Goldwert zu binden und so unabhängig von anderen Währungen sein. Damit würde eine Flucht in Gold wegen Währungskrisen überflüssig werden. Denn die digitale Lira wäre dann immer gleich viel wert wie der Goldpreis. Die übrigen Länder werden das auch versuchen, scheitern dann aber an der zu starken Währung und an ihren nicht mit Gold deckbaren wertlosen Geldscheinen. Aber bis dahin kann noch vieles geschehen. Es wird sich zeigen, ob die Türkei das Ziel erreichen kann, oder die manipulativen Aktionen der Türkei-Gegner dieses Vorhaben verhindern können, und die türkischen Bürger ihre Goldreserven wieder schmelzen sehen werden. Tatsache ist, dass die Goldmenge in der Türkei trotz den tonnenhohen Verkäufen nicht schrumpft.